Auf geht's in die neue Kenwood-Runde mit dem DNX 521 DAB. Ein Doppel-DIN-Gerät, welches halt für die VW-Serie bestimmt ist. Eben vom Ausschnitt, dass es optimal und von der Passung her ist und von der Optik super in den Golf oder in den EOS oder was auch immer reinpasst. Und ausgestattet zusätzlich mit DAB, das heißt Radioempfang auf Digitalqualität. Und wir werden das jetzt mal einbauen in den Golf 5. Zum Einbau verwenden wir von AIV noch den Mickey mit der Artikelnummer 340311. Da binden wir nachher unseren CAN-Bus an und dann haben wir noch unseren ISO-Anschluss. Wir haben ein Mikrofon zu verbauen und zwar für die Bluetooth-Einheit, dass wir auch während der Fahrt telefonieren können. Eine GPS-Antenne wird installiert für unser Navigationssystem. Und wir installieren die CX-DAB1 von Kenwood und zwar ist es die DAB-Antenne, die eben zusätzlich zur UKW-Antenne im Fahrzeug installiert werden muss, weil wir wollen ja digital Radio hören. Im Lieferumfang dabei ist der Quick Start Manual, also die Anleitung für den Schnelleinbau. Und die komplette Anleitung befindet sich auf einer DVD, welche dann eben ausgedruckt werden kann bei Bedarf. Wir werden das Ganze mal ohne probieren und natürlich auch erklären, wie die ein oder andere Funktionen funktionieren. Und zusätzlich binden wir unseren iPod mit an, iPod, iPhone, und zwar mit dem iPod-Kabel, wo wir dann auch Videos vom iPod abspielen können und über den USB in das Gerät reingehen. Wir legen hier mal eine Schutzmatte rein, hier einfach nur ein ganz normales doppeltlagiges Vlies, damit hier mal nichts passieren kann, keine Kratzer reinkommen. Und dann fangen wir wie immer beim Golf 5 erstmal ganz oben an und nehmen den Deckel oben raus und stecken das Ganze hier ab. Hier einfach entriegeln. So, auf die Seite damit. Oben befindet sich ein Torx, den man da hinten drin lösen muss. Man kommt gerade so knapp über die Scheibe rein und dreht die Schraube einfach raus. Das macht so viel Spaß. Wenn die Schraube an dem Ansatz hier gelöst ist, dann können wir das Innenleben hier raushebeln. Alles ein bisschen mit Vorsicht, aber doch mit Schmackes. Und dann nach vorne rausziehen. Hier sind die Nasen, die hier drin verankert sind. Und dann können wir das gute Stück auch zur Seite legen. Tun wir sie gleich ganz raus. So, und jetzt verbergen sich genau hier drin nochmal zwei Schrauben, die wir natürlich auch noch lösen müssen. So. Und jetzt können wir das ganze Konstrukt hier rausnehmen. Moment, wieder da unten rein. So. Und jetzt haben wir dann gleich alles in der Hand. Bin ich jetzt blöde oder was? So. Hier nochmal nachhelfen. Und jetzt haben wir alles. Und bei uns raus, Stecker abstecken. Jetzt kommen wir halt raus. So, und damit haben wir den Stecker hier auch abgesteckt und können das Ganze auf die Seite tun. Und somit machen sich hier zwei Schrauben frei, die wir jetzt auch lösen müssen und den Gesamtrahmen um den Radio endlich wegbauen können, um das Radio endgültig zu deinstallieren und das neue Radio einzubauen. So, der Rest ist jetzt nur noch geklickt. Wunderbar. So, und damit haben wir gleich alles in der Hand. So. Rahmen fertig, auf die Seite. Und jetzt kommen wir wieder an 4 Schrauben, um das Radio endgültig ausbauen zu können. Schrauben entfernt, lässt sich das Radio auch ganz einfach entnehmen. Und jetzt müssen wir hinten ein bisschen schauen. Da war noch eine CD drin, die tun wir natürlich noch schnell raus, eine ACDC. Und jetzt haben wir hier
2 Antennenanschlüsse. Die machen wir beide weg. Und einen Quadlock-Anschluss, den wird hier nur zusammengedrückt, entriegelt und raus. Damit haben wir unseren Radio, den wir jetzt erstmal entfernen. Und wir haben jetzt unsere Anschlüsse Quadlock. Da verbirgt sich nachher unser CAN-Bus hier mit drauf. Das sind die 2 orange-lilanen Kabel und orange-braun. Und unsere 2 Lautsprecherkanäle, das sehen wir hier, das sind einfach nur 4 Kabel. Das heißt, 2 mal vorne Lautsprecher und Minus und ein Dauerplus. Den Rest, den macht nachher unser Mickey, unser CAN-Bus-Adapter, der nachher das Gerät mit dem Fahrzeug verbindet. Und hier brauchen wir natürlich noch unseren FACRA-Antennenadapter, der auch bei dem Mickey-Set, Einbauset mit dabei ist. Unser Mickey-Adapter beinhaltet also unseren Quadlock-Adapter, den wir direkt hier andocken können. Den stecken wir mal einfach mit an. Erst ganz aufmachen, dann einführen und zumachen. Damit verriegelt er automatisch. Jetzt haben wir schon unseren ISO-Anschluss mit Strom, Dauerplus und Schaltplus. Generieren tut eben dieser Mickey-Adapter über den CAN-Bus das Zündungsplus, also die Komfortzündung. Er macht auch noch das Speed-Signal, eben diese Zusatzfunktion, damit wir eben auch ein Navi mit einbauen können. Und das kommt dann alles an unserem ISO-Stecker wieder mit an. Wir haben hier noch unsere Lautsprecherausgänge, die alle durchgeschleift sind. In dem Fall haben wir hier zwar 4 Lautsprecherausgänge und vom Fahrzeug gehen halt nur noch 2 weiter. Das spielt jetzt aber bei dem Einbau gar keine Rolle. Es sind einfach nicht mehr Lautsprecher in dem Fahrzeug drin. Jetzt haben wir hier noch einen FACRA-Anschluss. Da gehen wir auf die Antenne mit drauf. Und da die Antennen beim Golf 5 phantomgespeist sind, das heißt, die haben jetzt an der Antenne selber ist 12 Volt liegen da an und die müssen wir natürlich erstmal auch dieser Antenne geben und dafür gibt es diese Phantomadapter. Wir speisen jetzt unsere 12 Volt von unserem Remote-Signal, also in dem Moment, wo das Radio anschaltet, liegen auf diesem blauen Remote 12 Volt drauf. Das werden wir jetzt miteinander verbinden, damit auch die Funktion nachher genau so stattfindet. Eben Radio anschalten, 12 Volt drauf, 12 Volt hier drauf, 12 an der Antenne und damit haben wir einen guten Radioempfang und können gut UKW hören. Jetzt sind wir erstmal bei UKW. Das machen wir jetzt weg, den kleinen Stecker. Wir schnappen uns so einen Stromdieb, den wir hier einfach mit in das Kabel mit reinnehmen, andocken und entsprechend einfach nur die Klemme zuquetschen. Zack. Und damit sind wir hier schon drauf und haben das alles fertig. Wenn wir also unsere ISO-Adapter bereits hier haben, können wir auch den Originalanschluss-Adapter vom DNX 521 DAB gleich nehmen und hier beim Strom anstecken und unsere Lautsprecher anstecken. Und jetzt haben wir den Stecker, der direkt in den DNX 521 DAB geht. Da findet sich dann noch einmal das Reverse-Kabel für, wenn man eine Rückfahrkamera mit anschließt am Fahrzeug, damit das Gerät auch weiß, jetzt ist der Rückwärtsgang drin und jetzt schalte ich das Bild kurz um. Zusätzlich haben wir noch unseren Parksensor. Der sagt nichts anderes aus, als das Bild gebe ich jetzt frei. Und ich parke jetzt gerade. Was passiert hier? Wir legen dann einfach zusätzlich Masse mit drauf, schließen unsere Masse direkt auf dieses grüne Kabel mit drauf und damit sagen wir dem Gerät, wir stehen gerade, du kannst also das Bild freigeben und das Kabel, das machen wir hier jetzt einfach mit drauf. Damit haben wir permanent unser Bild, egal ob wir fahren oder nicht fahren, ob wir stehen, dann kann ich das Navi vollwertig bedienen. Ich kann sogar DVD gucken, lasst es aber sein beim Fahren oder während dem Fahren, nutzt diese Funktion wirklich nur im Stand. Wir gehen jetzt mal weiter, wir geben die Funktion jetzt dauerhaft frei bei uns. Hast du es drauf? So. Und das löten wir drauf und isolieren es danach wieder richtig. So, und damit haben wir unser Parksignal auf der Masse mit drauf. Wie lötet man? Indem man einfach auf die Lötspitze schon ein bisschen was vorzinnt, damit hier ein schönes Polster drauf ist, wo das Ganze schön heiß wird. Und dann lassen wir das Zinn nur in das Kupfer fließen. So.
und dann vorzeitig weg. Nicht vorzeitig, sondern rechtzeitig, damit auch die Oberfläche immer schön glänzig ist und nicht matt wird. Wenn sie nämlich matt wird, dann heißt es, das Zinn war schon viel zu heiß und kann eine kalte Lötstelle darstellen. Offene Kabelstellen müssen wir natürlich entsprechend dann wieder isolieren. So, und hier haben wir noch unser Reverse-Kabel, das wir jetzt in dem Moment gar nicht brauchen. Ich habe einfach die überschüssigen Kabellängen abgeschnitten. Was wir hier machen, wir machen das alles ein bisschen zusammen, damit es ordentlich ausschaut. So, Dalle. Und jetzt haben wir unseren Anschluss und wir müssen natürlich jetzt auch mal schauen, dass wir unsere überschüssigen Kabel entsprechend unterbringen, dass wir nachher unser Gerät hier problemlos anstecken können. Was jetzt noch folgt, das ist einmal das Mikrofonkabel, das externe Mikrofon für die Bluetooth-Freisprechanlage und unser GPS-Antennensignal. Das können wir beim Golf 5 hier oben mit in den Bereich mit reinbringen. Das Fahrzeug hat jetzt keine metallbedampfte Scheibe, ansonsten hätten wir jetzt hier einen sehr schlechten Empfang. Hier können wir aber ohne weiteres das GPS-Signal hier oben dran abgreifen und das Kabel nur noch ganz einfach unten bis zum Gerät hinlegen und das überschüssige Kabel entsprechend auch nur noch nach unten bringen. In unserem Fall haben wir jetzt eine Magnetplatte oder eine Metallplatte, wo nachher die GPS-Antenne nachher einfach magnetisch drauf haftet. Und die können wir beim Golf 5 ganz einfach hier in so ein Eck reinkleben zum Beispiel. So. Und später, wenn das Ganze nachher verschraubt ist, haben wir hier unsere Metallplatte, da kommt nachher die Antenne eben drauf. Das Kabel kommt von unten durch und wir können trotzdem unsere zweite Blende, die hier eben noch mit installiert wird, drüber entsprechend reinmachen. Es ist genügend Luft drin, dann verschwindet die Installation GPS-Antenne völlig problemlos beim Golf 5. Ich habe für euch jetzt bereits das Mikrofon hier installiert. Das ist direkt an der Lenksäule oben drauf, weil da kann man nämlich mit dem Kabel direkt hinten durchfahren. Man kann hier sauber hinten durchgreifen. Ganz weit hinten rein kann das Kabel nehmen und eben hierher in den Radioschacht legen. Was wir jetzt noch machen müssen, ist das USB-Kabel. Das ist nämlich direkt an dem Gerät angebracht. Wir müssen das USB-Kabel ins Handschuhfach reinlegen. Ich habe da bereits jetzt auch schon das AUX-Kabel für Videoübertragung für den iPod in den Radioschacht und Handschuhfach verbunden. Und das funktioniert einfach, indem man das Handschuhfach leicht zuklappt. Dann kann man nämlich direkt da hinten das Kabel wiederum durchziehen. Kommt dann direkt hier im Handschuhfach raus und kann entsprechend dann angekoppelt werden an den iPod-Adapter, hier mit dem USB. Den stecken wir dann mal ein und haben unseren iPod-Anschluss mit Video direkt an unserem DNX 521 DAB. Was müssen wir jetzt noch machen? DAB-Antenne installieren. DAB-Antenne schaut folgendermaßen aus. Das ist jetzt in dem Fall die Kenwood DAB-Antenne CX-DAB1 und hat ein entsprechendes langes Antennenkabel. Und eben dieses kleine Kästchen, das an der Windschutzscheibe am besten installiert wird. Das wird dann bloß aufgeklebt und das dabei ist eben noch diese ganz feine, ja, früher hat man gesagt, das ist aufgedampft, in dem Fall ist es wirklich bloß aufgeklebt, eine Metallleiste, die entsprechend jetzt Kontakt mit diesem Teil hier wiederum bekommt. Das wird einfach zusammengeklebt. Und bin ich überhaupt richtig? Ich glaube, das gehört hier drauf. Das lesen wir jetzt nochmal genau nach. Und die kleben wir jetzt mal auf und führen das Antennenkabel entsprechend noch zum Radioschacht. Und dann haben wir auch die AB-Empfang. Juhu! Die Antenne würde ich vorschlagen, die bauen wir irgendwo da oben hin. Da stört sie am wenigsten. So gehört das nachher unten rein. Das ist unsere Erdung mit dazu. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir unter der A-Säule, unter der Verkleidung das ganze Kabel weglaufen lassen und das ganze Ding hier auf Erde bringen. Und dann werden wir unseren eigentlichen Empfänger, also dieses Drähtchen hier, entsprechend so verlegen, dass es eigentlich wenig sichtbar oder ganz unauffällig oben rechts im Eck sitzt. Dazu müssen wir unter dem Airbag-Zeichen
den Clip rausmachen und dann kommen wir nämlich nochmal an einen Torx. Dann fahren wir da unten rein unter den Gummi, ziehen das raus und jetzt haben wir da lauter Clips. So, und dann können wir das nach oben rausziehen. Da unten klingt noch was. So. Und jetzt haben wir die ganze A-Säule wegmontiert. Hier an der Seite war nochmal der Verkleidungsclip dran. Und da stecken jetzt die Clips drin, die wir gerade eben aus dem Ding rausgezogen haben. Die müssen wir wieder rausmachen aus der Verkleidung. Und machen sie gleich wieder da rein, wo sie rein können. Da können sie nämlich hier versteckt rein. Und das hier ist übrigens der Airbag, also Vorsicht! Nein, wir brauchen keine großartige Vorsicht nehmen. Es wird schon keiner auf die Idee kommen, hier rum zum Schnipseln. Der muss nachher einfach wieder sauber und ordentlich hier in dieser A-Säulenverkleidung drin liegen. Und wir verquetschen oder verdrücken hier ja nichts. Aber jetzt kommen wir hier ganz sauber an unsere Metallteile dran und können unsere Antenne hier sauber installieren. Dazu machen wir die Scheibe sauber, machen wir die mal fettfrei. Hier nehmen wir einfach mit einem halbwegs groben bzw. auch feinem Schleifpapier den Lack weg und schleifen so lange, bis es wirklich glänzig unten drin rauskommt, dass wir eben auf Metall kommen. Also hier kommt erstmal die Grundierung und jetzt kommt dann aber auch gleich das Metall raus. So, hier haben wir auch schon Metall. Man sieht es ziemlich deutlich dann. Weil hier müssen wir dann einfach die Erdungsplatte von der DAB-Antenne direkt aufs Metall bringen, um einen guten Empfang zu gewährleisten. Man sieht es sehr deutlich. Hier haben wir jetzt das Metall bis runtergeschliffen. Hier ist also blankes Metall. Und da kleben wir jetzt unsere Erdungsplatte drauf, die genau hier drüber gehen soll und muss und direkt mit dem Metall in Verbindung kommt. Und wir können jetzt dann auch später diese Platte hierher kleben. Das müssen wir jetzt ein bisschen ausmitteln, dass das auch wirklich nachher gut ausschaut. Ich würde sagen, wir können hier noch entsprechend weiter hochgehen. Das ist nachher da dran. Und dann klebt das hier in dem Eck wunderbar. Und das machen wir jetzt auch. Wenn wir den jetzt da haben wollen und den möglichst weit hoch, der muss auf jeden Fall da drauf. Dann können wir den hier schön hinkleben. Da müssen wir ungefähr hier 1,5 cm weg sein. Also dann kleben wir den jetzt mal auf. Das können wir alles wegmachen. Das ist nachher alles sauber hier dran. Möglichst weit hoch, dann fällt es nicht auf. So, das ist also außerhalb des normalen Sichtbereichs hier. Und das können wir auch festkleben. So, jetzt können wir die vordere Leiste noch wegnehmen, dass man hier das auch nochmal weg hat. Und jetzt ist die Metallfläche blank. Und das können wir natürlich jetzt mit dem verbinden. So. Und damit hat der Kontakt. Und das da müssen wir irgendwie... Also ich finde fast, man sollte hier eine Schraube reinmachen. Hier aus Metall. Das machen wir auch noch. Das tun wir ein bisschen vorbohren, machen da nur zusätzliche Schraube rein. Und dann hebt es aber richtig, dann bleibt da die Masse dran. Nachdem wir jetzt probiert haben, dieses Metallblättchen, diese Fahne hier auf Metall zum Kleben, es funktioniert nicht wirklich, habe ich mir jetzt dazu entschlossen, hier einfach nochmal vorzubohren. Ich habe jetzt hier mit einem 2,5 vorgebohrt, durch das Blechlein durch. Und jetzt hängen wir einfach nochmal eine Schraube oben drauf, die das ganze Blechchen wirklich richtig fixiert. Und damit bleibt es jetzt für immer und ewig da drauf. Und jetzt machen wir mal Kabelverlegung nach AES 24. So. Und dazu brauchen wir jetzt wieder ein bisschen Bitumenband, weil wir dürfen jetzt auf gar keinen Fall irgendwie das Kabel hier um den Airbag rumwickeln oder irgendwie sowas, sondern wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir da hinten drinnen bleiben und dann können wir eben unser Kabel hier drinnen fixieren und dazu nehmen wir wieder ein bisschen Bitumenband. Yeah! So schaut es aus, wenn man eine ganze Rolle Bitumenband hat, was wir eben auch bei uns hier in der Montagehalle in Kempten brauchen. Ihr könnt das natürlich auch meterweise kaufen und entsprechend aufbrauchen. Wir kleben mal jetzt ein bisschen da hinten rein. Ja, und dann kann man das hier schön unten
anbringen. So, einmal bis ganz runter, weit weg vom Airbag. So, und wenn wir jetzt das Kabel hier nehmen, schön im rechten Winkel erstmal dran pappen und ein bisschen fixieren, komplett hinten rein. Kann also beim besten Willen gar nichts mehr passieren. Und immer weiter runter. Und dann sind wir bereits schon hier fast am Armaturenbrett. Hier ist noch ein Deckel an der Seite, den kann man auch wegmachen. Das ist alles nur geklippt. Es ist alles nur geklippt. Und da unten haben wir dann bereits auch schon wieder das Handschuhfach. Man sieht es so leicht von der Seite, dass hier alles hohl ist. Man kann also hier das Kabel ziemlich problemlos durchlegen. Wie kriegen wir jetzt das Kabel von der rechten Seite vom Handschuhfach bis zur linken Seite zum Radioschacht durch, ohne das Handschuhfach ausbauen zu müssen? Ganz einfach, wir nehmen dieses Steckerchen, machen das mal ganz da vorne hin, an eine lange Metallstange, die sich nicht so leicht verbiegen lässt, also so ein dünnes Drähtchen könnt ihr da nicht nehmen. Und jetzt führen wir das oberhalb von dem Schacht ein und schieben es ganz durch. Das ist so unglaublich einfach. Und können es dann wieder hier in Empfang nehmen. Juhu. Und damit haben wir das ganze Kabel durch. Das dauert wie lang? Haben wir jetzt keine Minute gebraucht. Keine 30 Sekunden. Und voilà, alles ist hier. Kabel können wir hier nochmal schön verstauen, dass hier nichts in der Gegend rumschlawenzelt. Und dann machen wir hier die Deckel wieder zusammen, A-Säule drauf und machen hier das Kabel wieder schön zusammen. Und dann können wir das Radio fertig installieren. So, hier machen wir auch das Kabel entsprechend kürzer, damit wir hier nicht so einen riesen Salat haben. So. Das Kabel ist extra so lang gewählt, dass man auch nicht zwangsläufig auf die Frontscheibe gehen muss. Man kann auch bei Coupés oder so, wo also die hintere rechte Scheibe fix drin ist, ohne dass man sie runter machen kann, vielleicht sogar eben da auch installieren kann. Das bleibt jedem ein bisschen frei. Man muss es halt echt mit der Länge einfach abschätzen, wie weit komme ich weg. Es ist relativ unscheinbar, man kann es eigentlich ohne weiteres an die A-Säule oder an die Nähe dran machen. So, hier wieder einführen da unten, da ist ein Clip. Jetzt ist er drin. Wunderbar. Und jetzt müssen wir da hinten auf jeden Fall jeden einzelnen in seine Führung reinbringen. Das ist ein bisschen tricky. Jetzt passt der und der letzte auch noch bitte. Jawohl, rüberziehen. Klick, klack. Da klemmt er noch drin. Der muss raus, jawohl. Und dann oben wieder die Schraube rein. Hier den Gummi kann man an der Seite einfach drüber fatzen lassen. Damit können wir jetzt unser Multimedia-Gerät mit allen Kabel andocken, die wir jetzt hier zur Verfügung haben. Dann fangen wir einfach mal an. Das ist jetzt unser AUX-In für den iPod. Der ist dann hier an zum Stecken. Jetzt haben wir hier den Antennenanschluss und einmal die Buchse. Das passt natürlich nicht zusammen. Dafür gibt es diesen Antennenadapter, diesen kleinen Stick. Gibt es natürlich auch bei uns im Webshop. Und den stecke ich hier rein und kann dann beides zusammen machen und habe meine Antenne verbunden. Dann haben wir noch unser Mikrofon, verlegtes Kabel. Dafür gibt es den Pin hier oben. Mikrofon in steht schon extra dran. Wir haben noch eine GPS-Antenne. Die stecken wir ebenfalls da ein. Es steht auch hier ganz deutlich dran. GPS-Ant. Und was fehlt uns jetzt noch? Die Hauptstromversorgung, was man noch kurz erwähnen muss und soll. Wir haben hier 3 Cinch-Ausgänge für Front, Rear und Sub. Subwoofer also separat regelbar. Wir haben hier noch auf AV-In-Eingänge, wo man dann eben die Videokamera, also die Rückfahrkamera oder andere Signalquellen einschleifen kann und entsprechend über die Source-Quellenwahl auswählen kann. Wir haben hier noch einen Anschlussstecker für TV-Tuner. Dafür gibt es dann noch speziell von Kenwood auch den DAB-Tuner, den DVB-T-Tuner, KTC D600E. Hier ein kleines Bild in unserem
Kenwood-Prospekt hier, der wird dann einfach angesteckt wie ein CD-Wechsler früher mit einem Verlängerungskabel da rein, irgendwo hinter das Handschuhfach, wo er nicht stört. Da können dann noch 2 Antennen dran, die CAW ANT 450. Das sind dann eben die DVB-T-Antennen, damit man ordentlichen Fernsehempfang hat. Und damit habe ich dann DVB-T in meinem DNX-Gerät drin. DAB-Antenne verbirgt sich unter dem Anschluss hier. Hier haben wir die DAB-Antenne. Draufstecken, fertig. Was man dazu sagen muss, bei uns hier im Firmenfahrzeug, wir haben leider keine Lenkradfernbedienung, die aber dann jetzt eigentlich auch funktionieren würde, wenn man den entsprechenden Lenkradfernbedienungsadapter mit dazwischen einbaut. Wir können das jetzt soweit nicht nutzen. Wir machen jetzt erstmal das Radio rein. So, sorry. So, somit haben wir es jetzt drin. Radio wieder rein. 4 Schrauben installieren. Wir können natürlich auch erstmal noch einen Check machen, ob das Gerät auch wirklich läuft. Das machen wir mal an. So, na also, es fährt auch das erste Mal hoch. Damit die Navigation funktioniert, müssen wir auch erstmal rausgehen, damit wir einen gescheiten GPS-Empfang bekommen. Dann wird sich das Gerät entsprechend justieren und kalibrieren. Und das sieht man jetzt schon an der Beleuchtungsfarbe, die ist jetzt auf Demo-Modus eingestellt. Es zeigt jetzt bereits schon alle Farbkombinationen an, die hier entsprechend dargestellt werden können. Schaut schon richtig geil aus, das Gerät, muss man schon mal sagen. Und zur Bedienung kommen wir jetzt gleich dazu. Das ist jetzt auch schon die Setup-Funktion, die beim erstmaligen Einschalten, also das erste Mal wieder Strom dran kriegen, automatisch kommt. Das heißt, wir haben jetzt Language, British, das machen wir natürlich nicht. Jetzt machen wir mal Set und schauen, was wir sonst noch alles machen können. France, Deutsch, da sind wir Deutsch. Enter. Jetzt können wir iPod nutzen als AV-In 2. Das war jetzt das mit dem Video-In. Farbe, Set, wir machen das Ding mal rot, weil wir hier natürlich im Bildschirmfarbe scannen. Was ist Farbwahl? Set. Machen wir On. Off. Set. So, wir machen es rot. Hier alles richtig geil rot. Entsprechend ändern. Wir könnten noch jetzt die Farbe frei eingeben. Was für ein Rot? Ich kann das also nochmal beeinflussen, indem ich hier entsprechend den Grünwert noch erhöhe oder wie auch immer. Aber den lassen wir jetzt auf 0 und machen hier maximal Rot und übernehmen das. Ändern. So, damit haben wir das auf Rot abgeändert. Müssen wir wieder eins zurück. Was haben wir noch? Kamera-Set. Hier könnten wir jetzt unsere Rückfahrkamera Ja oder Nein noch mit anschließen. Wir haben jetzt keine, weil sonst würde es automatisch mit dem Rückwärtsgang immer wieder umschalten, obwohl wir jetzt gar kein Signal dran haben. Insofern kann ich selber wählen, ob es Ja oder Nein sein soll. Off, wieder zurück. Das war jetzt im Prinzip schon das Grundsetting. Wie kommen wir wieder raus? Ins Menü rein? Ne, wie kommen wir... Ah, okay, es kommt noch was. Ende. Erste Erkenntnis für den DNX 521 DAB. Es ist ein arschgeiles Gerät. Die Menüführung, die ist ähnlich aufgebaut wie bei einem Rechner daheim, Touchscreen. Also auch das hier läuft ähnlich wie bei einem iPod oder iPhone. Es läuft sehr flüssig. Und es lässt sich echt super bedienen. Und wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte zum Beispiel die SD-Karte als Favorit abspeichern, brauche ich es bloß hochziehen und tue es da rein. Das funktioniert und es funktioniert richtig gut. Das ganze Gerät schaut im Fahrzeug fantastisch aus. Man müsste sich sogar wünschen, dass selbst VW original so ein Ding einbaut. Das schaut einfach geil aus. Man kann es natürlich dann auch auf die Farben anpassen, wie man lustig ist. Wir haben halt jetzt mal das Rote reingemacht, weil auch die ganze Innenraumbeleuchtung natürlich rot ist. Lässt sich aber dementsprechend ändern. Es gibt jetzt hier die Menüführung. Jetzt gehen wir mal schnell in einen Tuner, in FM-Tuner rein.
Das schaut dann so aus, dass wir im Prinzip hier Sender hersuchen können. Wir haben hier 6 Stationsspeicher, wie bei alten Autoradios, die sehr gut zum Bedienen waren. Und können jetzt hier den Sender zum Beispiel auf 1 abspeichern. Da habe ich auf Preset 1 meinen Bayern 3 abgespeichert. Bayern 3 klingt dreimal gut. Wir haben hier wirklich das Display schön ausgenutzt mit allen Informationen, die wir brauchen. Und ja, hier ist eben der Sendername drin, hier ist der Radiotext sogar noch mit dabei, der läuft schön flüssig und lesbar durch. Das schaut geil aus. Wir können jetzt auf Navigation umschalten. Wir haben jetzt also hier noch gar nichts kalibrieren müssen. Wir stehen hier in der Halle drin, wo wir sogar Stahlblechbauten um uns rum haben. Das Gerät hat sich selber geortet und kann jetzt hier mit dem mit der zweidimensionalen Darstellung kann ich mir die ganze Landkarte herzoomen, wie ich es brauche. Ich kann jetzt also hier noch näher rangehen. Man sieht, wir sind in Kempten, in der Keselstraße. So, hier ist alles Mögliche mit drin. Es ist richtig schön. Das ist eine coole Navigationssoftware. Wir können jetzt hier bei Menü, schalten wir mal auf Navi um. Und da kann ich jetzt dann zurück und hier kann ich jetzt die Zieleingabe machen. Und das ist Garmin. Also es schaut so aus wie früher bei diesen Garmin-Geräten, total easy zu machen. Ich möchte eine Adresse eingeben, ich möchte nach Hause fahren, das kann ich mir vorher abspeichern. Ich möchte eine Adresse eingeben, dann sage ich wohin, Stadt, Ort eingeben, Stadt, dann fahren wir jetzt von hier nach Memmingen in die Zentrale. Memminger Berg, okay, nein, wir wollen nach Memmingen. Das läuft rasend schnell. Wir fahren in den Eibenweg 2. Der wählt's mir, das gibt's mir alles schon an. Das geht wirklich verdammt geil. Haus Nummer 2, fertig. So. Und los geht's. Und so schaut es mit der Navigation aus. Also ich finde, das schaut toll aus. Bitte fahren Sie zur markierten Route. So viel zum Thema Navigation. Wir haben jetzt noch das Telefon. Das müssen wir natürlich jetzt erstmal koppeln. Neues Telefon registrieren. Set. Gerätesuche. Hier ist wieder der DNX. Den klicken wir mal an. Hier steht jetzt Olivers iPhone. Das ist meins. Und vergewissern Sie sich, dass das DNX eingeschaltet ist. Oder schauen wir in Reichweite, bla bla. Sage ich ja. So, und jetzt gibt er mir automatisch auf meinem Handy vor, ich soll jetzt hier 4-mal die 0 registrieren. Und jetzt zeigt er mir hier auch an, Paarung, was also gerade im Moment stattfindet. Jetzt zeigt er Verbinden an. Und jetzt schauen wir mal, ob er das dann automatisch irgendwie macht. Er zeigt jetzt hier wieder an, DNX 521 DAB verbunden. Hier im Display steht verbinden. Das wird vielleicht einfach nur eine Weile dauern. Vielleicht macht er auch gleich die Synchronisierung mit dem Telefonbuch, dass das alles beim ersten Mal etwas länger dauert. So, und genau das war es auch schon. Wir rufen jetzt über die Telefon-Freisprechanlage den Eddy an. Und zwar können wir entweder hier über die Direktwahl natürlich direkt die Nummer eingeben oder wir gehen ins Telefonbuch rein, wo auch wirklich total flüssig läuft. Hier gehen wir mal bei C rein und das läuft ja wirklich wie beim iPhone, genauso schön und flüssig. Hier weiter. So, und wir gehen jetzt bei C wie brauchen wir den E wie Eddy. Da ist er schon. Dann nehmen wir das Geschäft und rufen den Eddy an. So. Und dann schauen wir mal, ob das klappt. Wie gut unsere Verständigung ist. So. Tür zu. Gell? Dann haben wir hier einen guten Send, ne? Hey, Eddy, verstehst du mich? Ja? Ja, also, warum sagst du nicht Hallo? Warum? Warum? Ich mache gerade hier einen Test. Du bist auch gerade live dabei bei YouTube Filmstudio und wir bauen gerade hier in den Golf 5 ein
DNX Kenwood ein 521 DAB. Ja, und jetzt sind wir gerade dabei, die Bluetooth-Freisprechanlage zu installieren oder zu testen mit dir. Okay, ja, also so klingt es jetzt wirklich richtig gut. Ja, und wir haben auch, also ich muss ja wirklich sagen, Eddie, der DNX 521 DAB ist richtig geil. Der ist wirklich fast wie ein iPhone zum Bedienen. Mit Drag and Drop und mit dem Cover Flow und mit dem ganzen Zeug, das funktioniert so flüssig. Habe ich jetzt ehrlich gesagt bei keinem anderen Gerät bis jetzt gesehen. Ja, das wird auch Zeit, weil alle anderen haben es ja versucht und nicht hinbekommen. Ja, also auf jeden Fall kann ich das Gerät bloß empfehlen. Aber Eddie, das war eigentlich auch schon alles. Wir wollten ja kurz nur die Bluetooth-Freisprechanlage testen mit dir. Ja, passt soweit. Alles klar. Wünsche dir einen schönen Nachmittag noch. Also, Ja, ja, danke, gleichfalls. Ciao. ciao. Auflegen und fertig. Ausgestattet ist das Gerät auch mit einer Micro-SD-Karte bzw. mit einem Micro-SD-Kartenleser. Der ist direkt hier unter der Klappe versteckt. Einschieben, Klappe wieder drauf. Super, unsichtbar, cool. Also wir machen jetzt noch einen Test, wie schnell das Gerät jetzt beim Einschalten hochfährt. So, ich fahre morgens los. Kenwood Bildschirm. Jetzt schauen wir mal, wann der Ton kommt. So, Licht ist da. Ja, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es vergehen natürlich schon ein paar Sekunden. So, und jetzt sind wir eigentlich da. Ich sage jetzt mal gefühlte 15 Sekunden oder sowas waren das jetzt vielleicht. Vielleicht waren es auch 20 Sekunden. Wir fahren jetzt mal aus der Montagehalle raus, fahren direkt ins Freie, damit wir einen optimalen DAB-Empfang bekommen. Und ich muss auch wirklich sagen, das Gerät schaut einfach perfekt aus hier drin. So, jetzt fahren wir in die Sonne. Ah ja, unsere Navigation meldet sich auch mal wieder. DAB Radio, DAB Plus Radio. Und wir können hier natürlich Sendersuchlauf machen oder eben über die Lupenfunktion können wir uns die Dienstliste anzeigen. Und da sehen wir dann, was hier alles empfangbar ist. Und das ist doch schon mal immerhin ein gutes Stück voran in die Zukunft. Wir können hier zum Beispiel Bayern Plus, Mega Radio, On 3, Radio Galaxy, alles auf digital, Rockantenne oder eben RT1 in the Mix können wir dann hören. Und wenn es mal ganz viele Sender sind, dann kann ich sie sogar nach Buchstaben hier durchlisten lassen. Und los geht's. Also Radioempfang vom Feinsten. Wir können natürlich über die Diensteliste suchen wir uns jetzt zum Beispiel Radio Galaxy raus. Und was ist das hier? So irgendwie so ein Aktualisierungsbutton. Okay, ja, dann schon kapiert. Dann gehen wir wieder zurück. Dann hören wir jetzt. Speichern wir auf P1. Ja, den speichern wir jetzt einfach mal auf P1. So, und jetzt habe ich auch auf Digital Broadcasting 1 Radio Galaxy. Und das kann ich natürlich jetzt mit allen Sendern machen, die ich mir abspeichern mag. Die Rockantenne natürlich noch. Gehen wir wieder zurück. Rockantenne läuft. Und den speichere ich jetzt zum Beispiel auf 2 ab. Und dann schaut es auch ganz ordentlich aus, wenn das alles mal schön bestückt ist. Und dann kann ich auch direkt hin und her schalten. So, und bringt das auch noch was, wenn ich jetzt da drauf klicke? Nö, dann kann ich auch direkt hier Zugriff drauf nehmen. Und auch hier die Senderliste super schön hersuchen. Also ich finde das Gerät und die Bedienung einfach wirklich Sahne. Und es schaut toll aus, funktioniert alles. Und zwar alles gut. Und was gibt es da noch zum Sagen? Also mir hat der Einbau sogar Spaß gemacht. Gelogen. Aber ich finde, es hat sich auf jeden Fall rentiert, auch wenn ich manchmal meine Haare hätte ausreißen können. Und, aber das ist jetzt für mich auch, ich glaube, im Moment das einzige DAB Plus Gerät als Multimedia-Gerät, wo ich also wirklich alles mitmachen kann und die Bedienung erste Sahne ist und die Qualität und die Anfassqualität und das Ausschauen von dem Gerät im Golf 5 zum Beispiel extrem geil ist und ich kann es wirklich nur empfehlen. Viel Spaß und ich hoffe, das Zuschauen hat euch ein bisschen weitergebracht. Bis dann, ciao!